Einen wunderschönen guten Morgen aus Südamerika. Willkommen hier auf Teil 2 von unserem Update des Waldgartens, der jetzt 2 Jahre und 7 Monate alt ist. Auf 1600 Quadratmeter haben wir hier ein Food Forest angelegt, auf deutschen Waldgarten mit verschiedensten Früchten. Also Bananen, Papayas haben wir hier, Mangos, Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen, Litschis, Pflaumen, Nüsse, viele verschiedene, so wie Macadamien. Pachianus heißt eine. Also ganz mega viel Vielfalt, alles wächst sehr gut, ohne gespritzt oder gedüngt zu werden mit Kunstdünger. Ja? Also wir arbeiten nach dem Prinzip der Permakultur und ich will mit diesem Kanal, will ich eigentlich Leute dazu inspirieren, praktisch auch solche Food Forester anzulegen, egal wo man auf der Welt ist. Ja, man kann auch Gemüse praktisch auch so anbauen. Wobei wir uns momentan nicht auf Gemüse konzentrieren, später schon, ist auch ein Ziel von uns, aber momentan gehen wir nur wirklich auf die Fruchtbäume und Nussbäume. Ich wollte aber auch euch in diesem Video zeigen oder erklären, was bei uns nicht gut funktioniert hat. Ja, also ich habe jetzt vorhin gesagt, alles wächst gut, aber nicht ganz, sage ich mal, ja. Und zwar haben wir hier auch Tomaten eingepflanzt gehabt. Ich weiß nicht, ob es das an der Sorte lag jetzt oder an meiner fehlenden Zeit, die ich da reingesteckt habe, weil ich habe mir wirklich wenig Zeit für die Tomaten gelassen. Und zwar, sobald die reif wurden, hatten wir einen Schädlingsbefall und die Vögel kamen und haben die auch gegessen, sobald sie eine rötliche Farbe entwickelt haben, ja. Und deswegen habe ich daraus gelernt, wenn man ja entweder Tomaten praktisch so viele einpflanzen, dass der Vogel genug hat, wie es bei uns mit der Papaya ist. Ja, also wir haben viel zu viel von der Papaya, die Vögel essen die und wir haben immer noch sehr viel Ertrag für uns, für die Tiere. Ja, und könnten die auch locker verkaufen. Also Fazit ist entweder, also man braucht erstmal eine gute Sorte, die hier funktioniert. Ja, und man muss viel pflanzen, ja, wenn du nicht düngen willst, oder man muss die praktisch von den Vögeln abdecken, ja, die Variante gibt es halt auch damit. Es gibt so Media-Sombra-Netze. Ja, also das werden wir wahrscheinlich nächste Saison wieder versuchen. Ja, momentan ist bei mir einfach wenig mit der Zeit, also da muss man, für Gemüse muss man sich wirklich Zeit lassen. Da brauche ich entweder mehr Personal oder etwas später, wenn wieder mehr Luft ist, sage ich mal, werde ich das wieder angehen. Und ich halte euch da auch auf dem Laufenden. Und das zweite Problem bei uns war ein Pfirsichbaum. Ja, diesen Baum kommt einfach mit. Ich nehme euch mit jetzt. Dann laufen wir kurz rüber. Schön rein in den Dschungel. Wer neu auf dem Kanal ist, weiß jetzt, wie ein Food Forest aussieht. So, also wir laufen gerade zwischen den Reihen. Wenn man in die Reihen reinschaut, dann hättest du Platz zum Laufen praktisch, ja. Ich erkläre in meinen Videos, wie das funktioniert. Ähm, Wie das mit den Ertrags- und Biomassebäumen funktioniert. Wenn es interessiert, schaut euch die älteren Videos einfach an. Und dann seht ihr, warum hier so dschungelmäßig alles gepflanzt ist, sage ich mal. Ja? Also das hat einen Sinn und Zweck. Wir imitieren praktisch einen richtigen Wald. Und der Wald ist auch immer eng bepflanzt mit den verschiedensten Pflanzen in Vielfalt. So. Und jetzt in der Sommerzeit, solange es so heiß ist, lassen wir alles groß werden. Ja? Wenn die heißen Tage vorbei sind, machen wir das Chop-and-Drop-Verfahren, also ganz klein, alles auf dem Boden. Ja, damit mulchen wir den Boden. So, jetzt müssen wir einmal hier durchlaufen. So, und hier stehen wir bei unserem Pfirsich. Wir sind gerade unterm Kürbis durchgelaufen. Hier, bei uns wächst der Kürbis einfach auf dem Baum, ja. Den lassen wir hier oben wachsen, sage ich mal. Deswegen bin ich gerade auf Kürbis gekommen, weil ich da vorbeigelaufen bin. Also das ist ein riesen Pfirsichbaum, der ist jetzt sozusagen auch 2 Jahre, 7 Monate alt. Und das Problem da war, er hat sehr viel Ertrag, also sehr viele Früchte bekommen. Eigentlich viel zu eng. Ich habe einzelne vereinzelte weggemacht. Hier sieht man noch eine. Oh, perfekt zum Zeigen. Und das Problem war, da hat sich ein Schädling gebildet in jeder Pfirsich und wurde praktisch von innen aufgegessen. Ja? Ich weiß jetzt nicht, entweder der Baum ist noch zu jung und hat noch nicht die Kraft, um dagegen
sich zu wehren, praktisch genug Bitterstoffe zu entwickeln. Oder was genau das Problem ist. Jetzt habe ich von einem Besucher, der hier war, gehört, der hat bei seinen Pfirsich viel Gesteinsmehl, 1 Kilo ungefähr auf 1 Quadratmeter Gesteinsmehl genommen und der hat super Pfirsiche bekommen. Ja, also das werde ich auf jeden Fall versuchen und ich werde euch dann in der nächsten Saison da informieren, wie das gelaufen ist praktisch. Aber so sah das aus, ja. Also nicht alles läuft perfekt, aber 90, 95% schon. Deswegen lohnt es sich, einen Waldgarten aufzubauen. Also ich will euch immer noch motivieren dazu. Ja, also ähm, jetzt können wir das einfach nur besser machen. Ja, wir müssen testen, versuchen und irgendwie geht es schon auch ohne Pestizide zu benutzen praktisch. So, jetzt nehme ich euch mit wieder zu der Maracuja-Kletterpflanze, da wo wir vorhin gestanden sind, aber wir laufen da nicht rüber, sondern wir switchen einfach um. Jetzt stehen wir wieder bei der Maracuja-Kletterpflanze. Und zwar, wir haben die auch einmal in den Food Forest versucht einzupflanzen. Und das Problem ist, dadurch, dass sie so klettert und der bei mir sowieso so eng bewachsen alles ist, stört sie mich da. Ja, also wenn, dann ist die wahrscheinlich gut fürs Chop and Drop, einfach nur für Beschneiden, aber nicht für den Ertrag. Jetzt haben wir auch einfach mal getestet, die praktisch neben so einem Baum zu pflanzen. Und bei uns regnet es wörtlich Maracujas jetzt. Also das sind jetzt nicht von einem Tag, das sind jetzt von 2, 3 Tagen, haben wir die jetzt ein bisschen fallen lassen, gesammelt. Man muss sagen, diese Maracuja-Pflanze ist nicht mal ein Jahr alt. Ja, also nächstes Jahr ist da alles noch viel mehr bedeckt und wir haben viel mehr Ertrag. Und wenn du einen größeren Baum nimmst, dann hast du da noch mehr Ertrag, ja, weil also die wächst unheimlich weit. Eine Maracuja, die ist sehr genügsam, also ihr müsst da nicht viel mit ihr arbeiten, die wachsen hier in Paraguay auf jeden Fall sehr gut. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen Mulch dahin getan, ja. Ihr könnt bessere Erde nehmen zum Einpflanzen, einfach neben Baum gepflanzt. Hier sieht man, hier geht sie hoch. Hier haben wir auch eine zum Beispiel oben zum Zeigen, sage ich mal. Und dann kann man auch den Baum mal von oben anschauen, ja. Also die wächst da komplett hoch. Das ist alles die Maracuja. Kann man vielleicht ein bisschen näher ranzoomen, dann sieht man das. Ja, und nächstes Jahr ist der Baum richtig gut zu damit. Geht in Symbiose mit dem Uraputa heißt der Baum, ja. Und wachsen gemeinschaftlich, ja. Also gemeinschaftlich ist alles besser, haben wir festgestellt. Und was bei uns super funktioniert hat, ist die Yakon, ja. Also die ist jetzt schon bald erntebereit. Und zwar Yakon, das ist man isst praktisch die Wurzeln wie von einer Kartoffel oder von einer Süßkartoffel praktisch. Und die Wurzel, die kannst du roh essen. Das ist ein Mix zwischen einer Birne und einem Apfel. Ja, also ich bin schon sehr gespannt auf den Geschmack. Und die ist hier für dieses heiße Klima sehr gut. Ja, also die hat bei uns gut funktioniert. Und was bei uns noch gut funktioniert hat, ist hier der Sauerampfer. Sauerampfer kennt ihr wahrscheinlich die meisten, ja. Also kann man Salat reinmachen oder einfach so essen. Oder man kann äh, so ein Gebäck praktisch machen mit Sauerampfer drinne. Weiß gar nicht, wie das heißt. Also gibt es mehrere Variationen, was man damit machen kann. Und womit ich noch sehr zufrieden bin in meinem Waldgarten, Food Forest auf Englisch, ist der Jackfruitbaum. Ja, also Jackfruit, das ist später eine Riesenfrucht, so groß ungefähr, mit so einem Durchmesser. Das heißt, man sagt oft, es ist das Brot der Welt. Ja, wenn man genug Jackfruitbäume pflanzt, dann hast du keinen Hunger mehr auf der ganzen Welt. Ja, also ist eine wunderbare Frucht, sage ich mal. Und diesen Baum habe ich erst vor ein paar Monaten gepflanzt. Man sieht hier, der ist gut gemulcht. Ja, das, und der ist wirklich von dieser Höhe ungefähr wirklich explodiert, sage ich, ja. Also ich bin schon echt, freue mich echt schon, diesen Baum euch so in ungefähr ein Jahr zeigen zu können. Ich wette, der ist einfach dann dreimal so groß, ja. Also wir guckt auf das Datum, wie alt dieses Video jetzt ist. Wir gucken in ein Jahr und ich sage, dieser Baum ist einfach doppelt, dreimal so groß, ja, wie ich jetzt. So, ach so, ja, genau. Und dann wollte ich noch auf eine Zuschauerfrage eingehen. Und zwar, wir haben eine Telegram-Gruppe mit einer Chat-Funktion. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren
oder sehr gerne auch den Instagram-Kanal, werde ich jetzt beides einblenden. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, ihr könnt euch da auch gerne, die ist ganz frisch, ganz neu, da könnt ihr auch sehr gerne Mitglied werden. Ja, also wir vernetzen uns immer mehr, die Gruppe, die Vernetzung wird immer größer, Informationsaustausch ist da, Saatgut wird ausgetauscht, sehr wichtig, Wissen wird ausgetauscht, ja, und sehr viele Leute haben schon angefangen, so ein Food Forest zu pflanzen, ja, und das war von Anfang an mein Ziel, das ist mega, ja, das heißt, ich alleine könnte nicht so viel pflanzen, wie wir jetzt gemeinschaftlich überall weltweit, muss man sagen, anfangen, Food Foreste zu pflanzen. Auch ohne mich haben die Leute natürlich schon damit angefangen, aber dieser Kanal ist dazu da, um die Leute zu inspirieren, um die Leute zu begeistern, praktisch gesunde Lebensmittel anzubauen. So, und jetzt, wie gesagt, wollte ich auf die Zuschauerfrage eingehen. Und zwar, sie hat sich gefragt, wie genau ich das mit den Ertragsbäumen und den Biomassebäumen mache. Ja, also ja, dieses Prinzip, was wir machen, viel mit Chop and Drop hat viel mit Chop and Drop zu tun. Das heißt, wir pflanzen einmal unsere Ertragsbäume in bestimmten Abständen voneinander, in Linien, Nord-Süd ausgerichtet, ganz wichtig. Das erkläre ich auch alles in meinen anfänglichen Videos, aber das werde ich in Zukunft noch viel besser erklären. Ja, also da machen wir richtig bald Schulungen, haben wir uns überlegt und Workshops, ja. Ähm, aber das ist wirklich in Zukunft, weil gerade fehlt uns einfach die Zeit dazu. Jetzt aber ganz kurz erklärt ist, ich pflanze also das ist zum Beispiel ein Ertragsbaum, ja, die Olive. Und dann habe ich dort weiter hinten habe ich einen Nispero, der steht ungefähr 1, 2, 3, 4, 5 Meter weiter weg. Und hier habe ich meine Maulbeere, die steht enger, ja, aber die ist eigentlich zum Beschneiden bei mir auch gedacht, ja, aber die bringt trotzdem Früchte, deswegen sehe ich die mal als Ertragsbaum. Ja, ich gucke halt einfach, dass sie nicht das Licht wegnimmt, die Maulbeere, ja. Also mein Fokus setzt sich sozusagen auf die Olive, ja. Jetzt pflanze ich hier zum Beispiel ein Papaya ein. Da hinten habe ich die Jaguarete Po, das ist die Sonnenblume. Dann haben wir Maniok da hinten. Und hier, das ist zwar noch ein kleiner, weil das Wissen habe ich jetzt erst vor kurzem, dass du so viele Biomassebäume reinmachen kannst und so eng. Hier zum Beispiel, das ist ein Eukalyptusbaum, ja, also der wird locker 40 Meter hoch oder noch größer, hat später so einen Durchmesser, aber das lassen wir niemals zu. Also wir werden den später, sobald er so auf eine Höhe von 3, 4 Metern hochgeht, vielleicht 5 Metern, am Anfang ist er relativ schmal, werden wir ihn choppen praktisch, ja, und das ganze Material droppen wir auf den Boden, ja. Deswegen das Chop- und Drop-Verfahren, ja. Also wir produzieren unseren Mulch, ja. Und zwar kannst du also du könntest, hier habe ich zum Beispiel noch einen Inga-Baum, ja. Inga ist so ein Leguminosebaum. Hier habe ich einen Urapeta, das ist auch ein Riesenbaum später, also wirklich auch so 20 Meter hoch oder so. Und diese ganzen Bäume hier in meiner Reihe neben den Ertragsbaum ganz nah gepflanzt, sind sozusagen meine Biomassebäume, ja, und die beschneide ich und das ganze Material kommt hier runter. Hier zum Beispiel habe ich Material von Paraiso, vom, genau, das ist Paraiso, sind auch die Stöcke, alles drin, das verrottet langsam, das ist super Essen für die Mikroorganismen unten. Je gesünder der Boden sozusagen ist, umso gesündere Oliven habe ich nachher, ja. Also dieser Mulch baut sozusagen mir eine Humusschicht auf, eine gesunde und natürliche Humusschicht. Ja, wie gesagt, solche Sachen wie Inga sind sehr wichtig. Nebendran, Inga Leguminosebaum, das heißt, der speichert Stickstoff in den Boden. Ja, Stickstoff, sage ich immer wieder, für die Pflanzen ist wie für uns Menschen Sauerstoff, also genug Leguminosebäume haben. Ihr könnt auch alle Hülsenfrüchte nehmen. Ihr könnt Bohnen, Erbsen, alles, was eine Hülse hat, könnt ihr nehmen. Das ist immer stickstoffspeichernd, ja. Und hier zum Beispiel, das ist ein großer Paraiso, den lasse ich groß werden. Ja, der ist auch 2 Jahre, 7 Monate und der ist ganz oben ist er praktisch abgebrochen. Ja, also er wird noch größer. Und das war sozusagen der gleiche, ja. Und den habe ich einfach vor vielleicht einem halben Jahr oder so, habe ich den beschnitten gehabt, ja. Ähm, Hier, das haben wir am Anfang falsch gemacht, das muss man korrigieren. Der sollte ungefähr 45 Grad den Schnitt haben, damit es gut heilt. Hier sieht man, die haben ungefähr 45 Grad. Ja, die kleinen jetzt, da war das Wissen schon da noch nicht so. Ja, also wie man sieht, wir lernen auch die ganze Zeit und immer dazu. Dann ist es jetzt sozusagen sehr gut für den Paraiso.
Der wird jetzt innerhalb von ein paar Wochen wieder von allen Seiten hier raussprießen. Und ganz viele neue Äste werden sich entwickeln und dann geht er ganz schnell wieder auf 2, 3, 4 Meter hoch. Also das explodiert wirklich. Beim Wachsen stößt er sozusagen seine Wachstumshormone aus und die ganzen Bäume, die ganzen Nachbarn, die in Symbiose miteinander sind, profitieren dadurch. Das ist der Sinn das ist der Sinn der Sache praktisch von diesem Chop-and-Drop-Verfahren, ja. Und du hast sehr viel Mulch. Was wir noch gemacht haben, als wir den Food Forest angelegt haben, ist, wir haben hier einen riesen Graben mit ungefähr 30, 40 Zentimeter Tiefe. Da haben wir Äste rein, Kamerun rein, viel Biomasse einfach reingemacht. Terra Negra habe ich da auch mit reingemacht, wieder vergraben und das ist sozusagen, habe ich immer so genannt, das war der Sandwich für die Bäume rechts und links. Ja, und das ist jetzt hier praktisch unten alles verrottet. Ja, das stelle ich mir jetzt vor wie so ein Schwamm mit Mineralien, mit guten Nährstoffen für die Bäume. Plus, da, weil das alles so eher weicher dort ist es wahrscheinlich auch wasserspeichernd. Ja, also wenn es geregnet hat, bleibt da unten das Wasser viel länger. Das heißt, die Olive kann ihre Wurzeln da reinmachen und trinken und die Nährstoffe auch aufnehmen. Genau, also wie gesagt, ich lasse alles liegen, ich lasse alles verrotten. Ja, hier sieht man auch, da hatte ich, also bei uns sind wirklich Papayas schon keine Ertragspflanzen Pflanzen mehr, sondern wirklich Biomasse. Also wir haben viel zu viel davon. Ja, in dem großen Projekt, was wir planen, ist es natürlich geplant, dass wir da ein Produkt draus machen, ja, das zum Geldverdienen da ist nachher, damit wir weitere Food Foreste einpflanzen können. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt verständlich genug beantworten. Wie gesagt, produziert einfach sehr viel Mulch, tut so viele Pflanzen einpflanzen, Supportpflanzen oder Biomassepflanzen, nennt es wie ihr wollt, außenrum, wie ihr nur könnt. Ja, guckt einfach nur, dass der Ertragsbaum von euch genug Licht hat und diese ganze Biomasse, was ihr beschneidet, kommt auf den Boden. Ja, so viel Biomasse wie es geht. Also Mulch, 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 sehr wichtig. Ja, je mehr Mulch ihr habt, umso mehr haben die Mikroorganismen zu essen, umso schneller wird eure Humusschicht aufgebaut. Und das ist das größte Problem heutzutage. Wir haben kaum mehr Humus. Ja, die ganze Humusschicht weltweit wird immer weiter abgetragen. Ja, deswegen haben wir so das Problem mit ungesunden Lebensmitteln. Ja, also eins der großen Probleme. Natürlich, diese ganze Sprüherei ist auch noch sehr wichtig. Ja, also nicht zu vernachlässigen, sage ich mal. Aber so könnt ihr praktisch für euch einen guten Boden aufbauen, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wären wir fertig und bis zum nächsten Mal. Ja, und natürlich ganz wichtig, abonniert den Kanal, kommentiert, stellt Fragen, unterhaltet euch gegenseitig, abonniert auch diese ganzen Telegram-Gruppen, Instagram-Gruppen, Facebook, unterstützt uns dadurch. Dadurch werden wir viel mehr Reichweite gewinnen können und viel mehr einpflanzen können. Vielen Dank.